ein Scheinfrieden ist kein Frieden, sondern wir brauchen einen Frieden, der die Souveränität der Ukraine sichert und der den Frieden auf dem europäischen Kontinent dauerhaft sicherstellt. Darüber haben wir heute Morgen, der Bundespräsident, ich als Außenministerin und der Kanzleramtschef auch mit dem Vize-US-Präsidenten Vance gesprochen, dass ein Scheinfrieden weder Frieden für Europa bringt, noch Stärke für den europäischen Kontinent oder auch die amerikanische Seite. Denn ein Scheinfrieden, der in ein paar Monaten dann zu einer weiteren Aggression führte, würde uns alle transatlantisch, aber würde uns alle als Europäer und auch als Amerikaner schwächen. In den Gesprächen mit den Amerikanern hier vor Ort haben wir genau diesen dauerhaften Frieden, von dem alle profitieren können, hier immer wieder deutlich hervorgehoben und klargemacht. Wir wollen dafür und brauchen dafür eine robuste Brücke über den Atlantik hinweg. Denn unser starkes transatlantisches Band schafft Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks. Und in diesem Sinne habe ich in Paris und werde das weiter auch hier auch die Gespräche mit den anderen entscheidenden Akteuren geführt, dass der Waffenstillstand, den wir derzeit erreicht haben, dass der in die zweite Phase eintreten muss, damit alle Geiseln nach Hause kommen können. Über diese zweite und dann auch dritte Phase werden wir hier intensiv in München sprechen, haben wir intensiv bereits gesprochen, weil klar ist, dass die Situation gerade auch der Zivilbevölkerung in Gaza essentiell davon abhängt, dass weitere humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Und auch hier zeigt sich, wie wichtig die diplomatischen Bande der letzten 3 Jahre gewesen sind, dass wir hier einheitlich und gemeinsam deutlich machen, für den Wiederaufbau stehen wir alle bereit. Er ist in unserem aller Interesse, aber es bedeutet auch, ein Wiederaufbau kann nur stattfinden im Rahmen des internationalen Rechts und das bedeutet, es darf keine Vertreibung aus Gaza geben. Wenn es jetzt einen Weg zu Frieden gibt, dann wird die ganze Welt und vor allen Dingen Europa erleichtert aufatmen. Wir haben jetzt in den letzten 24 Stunden aber auch sehr unterschiedliche Töne gehört aus sehr unterschiedlichen Gesprächen. Deswegen ist für uns als Europäer, auch als G7-Staaten so wichtig, und da treffen wir uns ja auch hier bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz, dass die ersten Friedensschritte jetzt auch gegangen werden können. Und da muss deutlich sein, der Druck auf dieses Russland, was diesen Krieg ohne Grund vom Zaum gebrochen hat, der muss weiterhin aufrechterhalten werden. Herr Brüssel, der US-Präsident hat die Vereinigung.